Neben einem riesigen Schutthaufen steht er, der 55 Meter hohe Schornstein der alten Erlus-Ziegelei in Speyer. Unweit des Speyerer Doms prägt das überragende Relikt aus den 1920er Jahren das Stadtbild. Doch Dieter Schaal, Sprengmeister aus Göppingen, wird ihm heute den Garaus machen. Wird alles glatt verlaufen und der Kamin wird liegen und gehen wir wieder nach Hause. Die Sprengung des Kamins aus Ziegelstein stellt für den erfahrenen Profi kein Problem dar. Einmal langer Ton, man nicht erschrecken, gell? Mit dieser Hupe. Lang und dann zweimal kurz. Und dann wird gesprengt. Rolf Zimmermann von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd der Gewerbeaufsichtsbehörde erklärt, wie der Schornstein fallen wird. Der Kamin, den muss man sich vorstellen wie ein Baum. Man sprengt auf einer Seite einen sogenannten Sprengkeil heraus, ähnlich wie beim Baum, der mit der Kettensäge zuerst bearbeitet wird ein Keil herausgesprengt. Durch sein Gewicht wird er instabil, wird sich setzen und umfallen. Und gegen 15 Uhr ist es dann schließlich soweit. Die Sprengmeister sind auf ihrem Platz und erteilen die Freigabe. Nach einem kurzen, aber lauten Knall geht der Backsteinriese zu Boden. Auch der Speyerer Oberbürgermeister Hans-Jörg Eger zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich glaube, das ist ein schöner Knallschuss, Startschuss gewesen für eine Entwicklung eines großen Wohngebietes mit ca. 300 Wohnungen, Wohneinheiten, die hier errichtet werden sollen in 5 Bauabschnitten. Also von daher glaube ich schon auch ein Angebot, was Speyer brauchen kann. So geht ein Stück Industriegeschichte in Speyer zu Ende und schafft gleichzeitig Platz für neue Lebensräume.